for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute habe ich mal 3 Intro-Tierchen für euch. Ich würde mal sagen, mein Haupt-Intro-Tierchen, wieso ich überhaupt das gewählt habe, ist diese Spaltenschildkröte, ne, heißen die. Afrikanische Spaltenschildkröten. Sind wirklich skurrile Tiere, ne? Die sind wirklich, also die gehören so flach, ne? Also wenn ihr die mal im Vergleich, das hier ist eine europäische Breitrandschildkröte, das hier ist eine Aldabra Riesenschildkröte, die hier gerade die ganze Zeit probiert davon zu marschieren. Einfach mal so als Vergleich, also Landschildkröte ist nicht gleich Landschildkröte, ne? Da gibt es wirklich so skurrile Sachen wie diese Spaltenschildkröte. Wollte ich euch heute mal zeigen. Finde ich super interessant, was die Natur für Dinge zu Weg bringt sozusagen. Unser Thema heute sind die Oddballs, ne? Sogenannte Oddballs oder Question Balls. Wir haben das Ganze Kochstudio genannt. Heute gibt es ein Kochstudio ohne Topf, ohne Kochen. Aber wir wollen euch ein bisschen was auch über die Genetik erklären. Wie entstehen neue Königspython-Morphen, ist das Thema ja heute. Also geht es in die Richtung vom Kochstudio. Deswegen haben wir den Titel heute gegeben. Ausschlaggebend war unter anderem, also es kommen immer wieder Mails von euch, so auch diese. Hallo Stefan, könntest du auch eine Folge über die Afrika-Odd-Morphen machen? Du hast erwähnt, dass man nicht weiß, welche Morphen alle drin stecken. Also wie kann man sich das vorstellen? Tun die Züchter in Afrika mehrere Pythons in ein Terrarium oder sind die Afrika-Odd nur Wildfänge? Vielleicht könntest du auch mal die Züchter in Afrika zeigen, wie die züchten, wenn du mal in Afrika bist. Letzter Satz, die Züchter in Afrika bzw. die Farmer, da gibt es ja schon einige Folgen drüber, das könnt ihr, oder das gibt es bereits, könnt ihr euch im Netz anschauen. Um gleich ein bisschen auf speziell die Fragen hier einzugehen, wie die Afrikaner die Oddballs züchten. Die Afrikaner züchten ja gar nicht, ne? Das sind alles Farmzuchten, das heißt in Afrika, da werden die trächtigen Weibchen gefangen, die legen ihre Eier ab, die Weibchen werden wieder freigelassen und dann schlüpfen aus den Eiern irgendwelche Königspython-Babys. Von diesen ca. 100.000 Babys, die im Jahr schlüpfen in Afrika, ist vielleicht ein Tier von 1000 irgendwas Ausgefallenes, so wie dieser jetzt hier zum Beispiel. Das war 2018 ein Tier, oder das war mein Highlight im Jahr 2018, das ich in Afrika bekommen habe. Die schlüpfen in Afrika aus dem Ei. Keiner weiß, was drinsteckt. Der Afrikaner weiß nicht, was drinsteckt, weil das Weibchen, das er gefangen hat, in der Regel sehen die Weibchen völlig normal aus. Das Weibchen hat er auch wieder freigelassen. Die Eier liegen da. Die Afrikaner wissen in der Regel nicht immer, welche Eier von welchem Weibchen sind, weil es eigentlich ja auch uninteressant ist. Wie dann sowas zustande kommt, das kann entweder am Vater liegen, an beiden Eltern liegen, wenn es rezessiv ist, oder es kann einfach Zufall sein, ne? Der einfach zufällig eine Laune der Natur, die da wirklich ganz zufällig entsteht, die auch genetisch nicht erklärbar ist. Die Oddballs sind alle nicht geprüft. Man kann nicht, oder es kommen dann manchmal Leute, die fragen mich, ach, du hast da so ein Oddball oder ein Question Ball bei dir im Online-Shop, was steckt denn genetisch dahinter? Das weiß kein Mensch, deswegen heißt der Oddball oder Question Ball, ne? Würde man es wissen, hätte die Morph sicherlich einen Namen, dann wird man der irgendeinen Namen geben. Und dann wüsste man, ist die rezessiv, ist die dominant, kodominant, dann könnte man das erklären, ne? Und dann würde das Tier nicht mehr Oddball heißen. Der Name Oddball kommt ja auch, oder der erklärt es eigentlich schon ein bisschen. Odd heißt einfach anders oder verrückt oder eigenartig, ist ja die Übersetzung aus dem Englischen. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist einfach ein eigenartiges Tier, das irgendwie komisch aussieht, anders wie die anderen. Also der hier vielleicht ganz extrem, ne? Der sieht irgendwie aus wie ein
Na, einerseits könnte man meinen, es ist Banana oder Karamell oder Ultramehl oder sowas. Das Ganze noch mit Paradox, ne, mit diesen schwarzen Flecken, da sagt man Paradox eigentlich dazu. Der sieht extrem anders aus wie ein normaler Königspython. Ich zeige euch jetzt gleich mal noch welche, die nicht ganz so extrem aussehen, und dann können wir da nochmal weiterreden. Gerade noch mal zurück zu dem Tier, was ich gerade auf der Hand hatte. Der Flo sagt, er wird ihn Karamell Stracciatella nennen, wenn er geprüft ist, oder Graziatella oder irgend so ein Quatsch, hatte Flo hier gerade erzählt. Witzig auch noch zu dem Tier, wir blenden euch nochmal ein Foto als Baby ein. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, aber das ist einfach eins meiner Lieblingstiere. Also als Baby sah der so aus, wie ihr jetzt hier auf dem Foto seht. Der hat sich wahnsinnig verändert. Am Anfang hatte der gar nicht diese Karamellfarbe. Der sah völlig anders aus. Also das Tier auf dem Foto ist das gleiche vor einem Jahr, wie ihr das jetzt auf meiner Hand gesehen habt. Das nur noch mal als kleine Rückblende auf dieses Tier. Dann aber jetzt zu den zwei Tieren, die ich hier auf der Hand habe. Das sind auch beides sogenannte Oddballs. Das hier einfach so ein klassisches Black-Tier, ne, oder schwarzes, dunkles Tier. Ich habe mir schon die Zähne ausgebissen an schwarzen Tieren, habe da leider noch nie sonderlich Glück gehabt. Also alles, was ich gezüchtet habe, hat sich als nicht genetisch erwiesen. Man züchtet mit den Tieren, man verpaart sie, es kommen Babys raus. Bis jetzt waren die immer ganz normal Wildfarben. Wenn man sowas probiert, dann tut man natürlich probieren, wieder rückzuverpaaren. Das heißt, das hier ist jetzt ein Weibchen in dem Fall, dann probiert man eins der Babymännchen mit dem Weibchen rückzuverpaaren, ob das vielleicht eine rezessive Veranlagung ist. Auch damit hatte ich bis jetzt immer Pech. Also ich muss sagen, mit den dunklen, mit den schwarzen Tieren, das ist mein Schicksal, oder da gönnt mir das Schicksal nicht, dass irgendwas genetisch dahinter steckt. Das hier ist jetzt wieder ein ganz anderer Fall, ist noch ein Jungtier von 2019, sieht auch relativ ausgefallen aus. Zum einen durch die extrem gelbe Farbe, dann die hübschen Sattelflecken hier seitlich, dann ein relativ durchgezogenes Rückenband. Also das ist jetzt ein Tier, könnte ich mir vorstellen, dass genetisch was drinsteckt, aber wie gesagt, man weiß es nicht, ne? Das heißt, solche Tiere, die kosten irgendwas 200–300 Euro. Das ist eigentlich relativ billig. Man kauft so ein Tier, man züchtet damit. Wenn man Glück hat, ist es genetisch, also der erste Schritt wäre ja, wenn es dominant oder kodominant ist, ne? Ihr züchtet mit dem Tier, ihr bekommt Babys raus, die so ähnlich aussehen wie dieses Tier, dann wisst ihr, hurra, das Tier ist genetisch und es ist in dem Fall dann kodominant oder dominant, eins von beidem. Es kann natürlich sein, ihr kauft dieses Tier oder besitzt dieses Tier, ihr züchtet damit, es kommen Babys raus, die Babys sehen alle ganz normal aus. Dann ist erstmal die große Enttäuschung, schade, nicht geklappt. Dann kommt allerdings der nächste Schritt. Es kann ja sein, dass das eine rezessive Erbanlage ist. Dann müsst ihr die Jungtiere, ein Männchen, Weibchen, zurückverpaaren mit Mutter, Vater, um in zweiter Generation zu prüfen, ob es rezessiv ist. Wenn in zweiter Generation auch nichts in der Art rauspoppt, dann habt ihr die Geschichte geprüft als nicht genetisch, ne? Dann ist es einfach ein hübscher Königspython, wo genetisch nichts drinsteckt. Habt ihr Glück und diese Farbe kommt raus, dann habt ihr das Tier geprüft als genetisch. Dann könnt ihr dem Tier einen Namen geben, oder sagen wir spätestens dann könnt ihr dem Tier einen Namen geben. Dann könnt ihr den hier, was weiß ich, nach eurer Frau, was weiß ich, wenn eure Frau Jeanette heißt, dann wird es der Jeanette-Ball oder weiß der Herrgott, oder ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt, ne? Oder wenn euch irgendein guter Name dazu einfällt, den es noch nicht gibt, keine Ahnung, also Creme oder Butter oder was gibt es hier alles schon, Streifenball oder Beautyball oder weiß der Herrgott was, ne? Denkt euch einen schönen Namen aus dann, wenn ihr den geprüft habt. Das nächste Tolle ist, in dem Moment, wo die Morph genetisch veranlagt ist und ihr das geprüft habt, dann ist der auch viel mehr wert. Dann ist er nicht mehr die 200–300 Euro wert, die ihr hier am Anfang dafür gezahlt habt für so einen vielleicht, sondern dann ist der plötzlich,
Je nachdem, wie hübsch das ausfällt, kann das sein, dass der 1000 oder gar Tausende Euro wert ist, weil irgendwelche anderen Züchter sagen, wow, toll, diese Farbe will ich auch, ne, oder die will ich in was anderes reinkreuzen. Dann habt ihr diesen Oddball geprüft, dann ist auch nicht mehr oder dann ist kein Oddball mehr, dann ist es eine geprüfte Morph, wie gesagt, dominant, rezessiv, bekommt von euch den Namen. Ihr seid verewigt in der Welt der Königspython Züchter und gebt dem Ding einen Namen, genau. Ach so, noch zum Abschluss, ein wirklich gutes Beispiel für die Oddballs sind die Yellow Bellies, wo es vor 20, 25 Jahren gab. Also ich hatte unter anderem auch mit die ersten Yellow Bellies, habe ich in Afrika bekommen. Da ging das Gerücht rum, dass diese Yellow Bellies Ivories machen, ne? Also fast ganz weiße Tiere. Ein Yellow Belly sieht ja relativ normal aus, hat einfach am Bauch ein bisschen diese Sprenkel, also vom normalen Tier gar nicht so groß zu unterscheiden. Die Yellow Bellies haben sich als ein Phänomen sozusagen rausgestellt. Ne? Man hat die miteinander verpaart, man hat Ivories bekommen. Ivories haben wir einige 10.000 oder der teuerste Ivory hat sogar mal über 100.000 $ gekostet. Ne? Und wie gesagt, der entstand einfach aus relativ unspektakulären Yellow Bellies. Ne? Also so kann es passieren mit den Oddballs. Wenn ihr Glück habt, kann ein richtiger Hammerkracher dabei rauskommen. Und wenn ihr Pech habt, so wie ich mit diesen Schwarzen zum Beispiel, da könnt ihr die züchten, im wahrsten Sinne züchten, bis ihr schwarz werdet. Aber die Babys werden leider nie schwarz und sehen immer ganz normal aus. Dann habt ihr einfach Pech. Aber es ist wirklich eine spannende Sache. Und so kann man das mit diesen Oddballs probieren und sich züchterisch da ein bisschen dran auslassen. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.